Ja, heute nehmen wir euch mit zu einem exklusiven Track Day. Zusammen mit unseren Kunden sind wir auf den Sachsenring und wir haben noch eine Rennlegende dabei, die du sicherlich auch kennst. Am Ende werde ich mit ihm zusammen auch noch eine Runde fahren und er wird mir zeigen, wie ich das Fahrzeug richtig bewege. Das wird sicherlich richtig spannend, deswegen bleibt auf jeden Fall dran und ich zeige euch jetzt mal, welche Autos morgen alles dabei sein werden. Wir haben echt einige spannende Autos dabei, deswegen gehe ich jetzt nur mal auf die Highlights ein. Zum Beispiel hier so ein 992 GT3 RS, wir haben 27 McLaren S dabei. Eigentlich vom 993 bis 992 GT3 S sind alle dabei. Oben steht noch ein 996 GT3 RS. Ja, wir haben sogar einen Dakar dabei. Da bin ich mal gespannt, wie sich sowas auf der Rennstrecke bewegt. Wird sicherlich auch lustig. Überall, wo man hinguckt, geile Autos. Deswegen bin mega gehypt auf morgen. Ich hoffe, ihr auch. Es wird gleich weitergehen. Wir kriegen noch ein kurzes Briefing und dann geht es morgen früh direkt auf die Rennstrecke. Ja, wir sind jetzt auf dem Sachsenring heute Morgen. Wir haben ein richtig geiles Wetter. Gestern hat es noch den ganzen Tag richtig runtergeregnet. Und jetzt gibt es noch kurz eine Einführung und dann gehen wir auch gleich auf die Strecke. Also kommt mit. So, einen schönen guten Morgen. Ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. Wenn ihr dann rausfahrt, wir machen jetzt erstmal geführtes Fahren. Da einfach mal schauen, wie die Linie ist. Wir lassen uns nicht drängen. Es geht nicht um Schnellfahren. Wir wollen einfach nur, dass jeder nach diesen 10 oder 12 Runden, wo wir jetzt fahren, weiß, wo es hingeht. Draußen Verhaltensregeln. Wenn ein Schnellerer von hinten kommt, hat er entweder das schnellere Auto oder die besseren Reifen, besseres Material. Schaut ab und zu auch mal in den Rückspiegel, aber da, wo es für euch stressfrei ist, auf der Geraden vielleicht. Zum Thema Überholen hat sich das so eingeschliffen, dass wir immer links überholen, weil es ein Linkskurs ist. Bitte aber auch den etwas langsameren die Zeit geben. Auch da ein bisschen Rücksicht nehmen, nicht irgendwie ausbremsen, reinstechen. Wir wollen alle Spaß haben, es geht um keine Rundenzeit. Und wie gesagt, jeden Fingerbreit geizen. Das ist das Allerwichtigste. Spart Reifen, Benzin und macht schnell. Alles klar? Viel Spaß! Also wir haben uns heute für einen 992 GTS Heckantrieb entschieden. Auto ist konfiguriert in Kreide, was echt gut aussieht und bin mal gespannt, wie das sich auf der Straße fährt. Zum Glück haben wir trockene Verhältnisse, sonst wäre es ein bisschen tricky geworden ohne Allradantrieb, aber ja, die Bedingungen sind perfekt heute, wird auch richtig warm und die Strecke bekommt Temperatur. Ich glaube, das wird richtig geil. So, wir starten jetzt hier in der Einfahrrunde, dass wir einfach mal die Strecke kennenlernen. Der Walter hat gestern schon auf dem Sachsenring die Ein- und Ausfahrtspunkte von den Kurven markiert, dass wir eben wissen, wann man richtig in die Kurve reinfährt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie man hier richtig fährt, weil die Strecke ist auch nicht ganz so einfach, hat der Walter gesagt. Zum Beispiel, gerade kommen wir hier ins Omega vom Sachsenring, das ist eine berühmt-berüchtigte Kurve, weil niemand so wirklich sagen kann, wie man die fährt. Das ist eine Kurve, die ich bis heute nicht weiß, wie man das fährt. Aber ich glaube, das werden wir dann nachher, wenn wir dann mal richtig fahren, auch rausfinden. Oder vielleicht der Walter uns auch zeigen später. Ja, also hier machen wir jetzt erstmal langsam, tun die Strecke ein bisschen einprägen, dass wir nachher dann richtig fahren können. So, hier kommen wir noch mit richtig Speed runter und hier vorne geht es dann in die 90-Grad-Kurve, wo es dann Berg hoch geht. Das ist etwas herausfordernd, würde ich mal sagen, weil da hat man richtig Speed drauf und muss hier komplett abbremsen und hier dann hochfahren. So, hier haben wir das Gefälle jetzt, das ist eigentlich der schnellste Punkt von der Strecke. Dann unten vorm Kurvenende hat man rund 240, 250 km/h drauf. Ja, und falls ihr auch Lust habt, an so einem exklusiven Event von uns teilzunehmen, dann tragt euch in unseren Newsletter ein. Den Link findet ihr in der Beschreibung vom Video. Ich freue mich schon auf euch. Ja, also wir lassen jetzt noch ein bisschen Reifendruck ab. Wir hatten gerade am Ende von der Runde hinten knapp 3 Bar, vorne 2,7. Der Asphalt ist einfach schon so aufgeheizt und die Reifen heizen sich auf. Deswegen machen wir hinten mal auf 2,5
6 Bar ungefähr. Und auf der Vorderachse fahren wir jetzt 2,3 Bar. Und dann schauen wir mal, wie sich die nächsten Runden verhält, weil vermutlich die Strecke noch wärmer wird und der Reifen sich dann noch mehr aufhitzen wird. Müssen wir einfach beobachten. Ja Leute, wir sind hier jetzt gerade auf der ersten Runde. Wow, 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 wow. So, jetzt haben wir hier gleich 992 GT3 ist hinten uns. Jetzt müssen wir ziemlich Gas geben, weil sonst wird es schwierig. Bin ich mal gespannt, aber macht mega Laune. Boah. Wow. Aber hier merkt man erstmal, was so ein, sag ich mal in Anführungsstrichen, normaler GTS eigentlich kann. Also das ist wirklich Wahnsinn. So, das war schon die erste Runde auf dem Sachsenring, war wirklich brutal. Man merkt erstmal, was so ein Anführungsstrichen normaler 992 eigentlich alles kann. Und wir hatten am Ende gerade noch einen 992 GT3 RS im Rückspiegel. Da ging es dann auch richtig zur Sache, aber ich glaube, wir haben ganz gut kämpfen können und haben es schlussendlich auch hinbekommen, dass er uns nicht überholt. Also bin ich mal gespannt, wenn der Walter mir mal noch mal zeigt, wie man richtig fährt, was man da noch rausholen kann. So, ich habe gerade eben mit dem Walter gesprochen. Er hat gesagt, wir können gleich mal eine Runde fahren. Es hat jetzt zwar angefangen zu regnen, aber ich glaube, das wird trotzdem richtig spannend. Vielleicht geht er dem Auto auch mal ein bisschen quer. Bin mal gespannt. Kommt mal mit, dann suchen wir ihn mal und dann fahren wir zusammen mit ihm eine Runde. Ja, jetzt geht's langsam los. Ich habe einen Heckantrieb. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, danke Walter, dass das klappt. Ja, bin ich mal gespannt. Aber bei dem Träger. Ja, da brauchst du nicht viel. Ja. Du musst schon aufpassen. Bei der Strecke eh schwierig, weil die so schnell ist, oder? Ja. Bist du auf der Strecke auch schon Rennen gefahren? Nein, Rennen bin ich nicht gefahren. Ich habe immer nur Lehrgänge gehabt. Okay. Und einmal bin ich da gewesen, da war mal so für Sportauto, war so ein Wettbewerb über Rundenzeiten. Okay. Sind wir da mal gefahren. Ja.
da bei dem Omega habe ich es jetzt gemerkt, wenn ich hier reinschneide Ja, und dann ein bisschen wieder raus. so schön Was herfahren, so, Ah, so weit raus. so ein bisschen Eck fahren, Okay. dann schauen, dass du hier, Ja. dass du da geradeaus hochfahren kannst. So, Okay. geradeaus, und dann hält sich so 1,5 Meter neben der Pylone, Mhm. dann ist es ziemlich ein Radius, Ja. der genau passt. Ah, okay, dann hätte ich da noch weiter rausfahren können Ja. beim Omega. Kann man die Passage, wenn es trocken ist, Vollgas fahren? Ja, Muss man vom Gas gehen, das oder? geht nicht. Ja. Ja. Ja, da steht schon richtig das Wasser. Ja, da bin ich voll mit den Semislick und von da ging es ab, die Post. Da hinten kommt richtig das Wasser runter, gell? Ja. Ist hier deutlich besser. Wie ist das? Fährst du bei Wasser eine andere Ideallinie wie jetzt bei Trocken? Ja, das ist jetzt praktisch die ideale Linie, so wie es trocken ist. Wie es trocken ist, Wenn es regnet, dann muss man die ein bisschen offline fahren. Ja, Also, ja. vielleicht ein bisschen später reinfahren hier Hm. und dann schauen, dass dann ein bisschen weiter innen bist. Ja, Und ja. raus ist so knapp. Okay. Wie ist das eigentlich? Verliert man Zeit, wenn man über die Curbs fährt? Das macht innen nichts, außen darf man nicht drüber fahren. Außen darf man nicht, okay. Innen ist problematisch. Ja. Das heißt, gerade hier unten jetzt an der Kurve fahre ich am besten nicht auf die Curbs. Vorm Einlenken. Da kannst du so innen, aber außen würde nicht drauf fahren. Ja. Wo drauf. Ja. Wenn du da innen so drüber fahren, das spielt keine Rolle mehr. Ja, hier unten hängt die Da soll Leute. das noch jetzt auch gierig. Da verliert man Zeit? Ja, und normalerweise, wenn du dran bist, kannst du schon fahren. Ne? Okay. Bist du früher gern bei Regen gefahren? Ja, im Prinzip ja. Okay. Also das ist schon, da musst du ein bisschen mehr können beim Regen. Ne? Ja, ja. Aber es ist auch gefährlicher, ne? Weil wenn du irgendwo dann einmal unerwartet im Aquaplaning kommst, bist du Passagier. Ja, Da hilft das Ganze können nichts. ja, da kannst du eigentlich nichts mehr retten. Ja.
dafür, wenn man... Wenn du schnell fährst, musst also mit so einem Auto Ja. waren es 43, 44. Okay, ja. Da hängt richtig die Wolke hier. Ja. Ja. Jetzt ist sofort, Ja. zack. Ja. Respekt. Wenn Ding ausgeschaltet ist, Ja. ist das viel eindeutiger für mich. Aber wenn Ja. die Elektronik, das funkt man immer dazwischen, Okay. dann wird das so eckig. Ja. Dann weißt du gar nicht eigentlich, was das Auto macht, dann macht oder? er die weg. Mhm. Also da ist es besser, wenn es so ist. Krass, super, danke Walter, Alles klar. war spannend. Ja. Cool, also Respekt. Das ist, aber wie gesagt, die Physik lässt sich nicht. Bei so einem Wetter Ja, ist schwierig. kannst du nur einfach Ja. mit Gefühl fahren, ganz weich, nicht so viel Gas geben. Und wenn du auf der öffentlichen Straße fährst Ja, ja. und dann vorausschauen, wo viel Wasser steht, sonst, Ja. wenn du Aquaplaning hast, bist du Passagier. Ja, da ist keine Chance mehr. Nee, cool, super. Ich Alles danke klar. dir. Temperaturen, wie schaut es denn aus? Was haben wir? Jetzt sind wir noch 98 Grad Welttemperatur, das ist Ja. ja abgehoben. Das ist okay. Super. Können wir schon abstellen. Alles Gute. Also, ich danke dir, weiterhin Walter. viel Erfolg in der Firma, macht so weiter. Ja, machen wir. Ja, das war's von unserem Fahrertraining auf dem Sachsenring. Wir hatten Riesenspaß. Ich glaube, alle anderen hatten es auch. Wir hatten zwar am Ende noch ein bisschen Regen, aber das hat es eigentlich auch ganz lustig gemacht, weil dann konnte man mal auch die Traktionskontrolle ausschalten, mal ein bisschen querfahren. Man konnte auch gut mal sein Auto selber kennenlernen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wie gesagt, tragt euch einfach in unseren Newsletter ein. Bis zum nächsten Mal. Danke.